Hallihallo. Ich bin Marlin. Willkommen auf dem YouTube-Kanal Romimed. Heute tauchen wir ein in ein mega spannendes Thema: die Spermatogenese und die Geheimnisse in der Embryologie. Wir schauen uns an, wie Spermien entstehen und wie das Wunder der Entwicklung beginnt. Aber bevor wir loslegen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und gebt dem Video ein Like, wenn euch das Thema fesselt. Also, seid bereit? Wir starten jetzt. Jetzt geht's los. Wir starten mit den Basics. Was ist eigentlich Spermatogenese? Die Spermatogenese ist der Prozess, bei dem Spermien in den Hoden entstehen und reifen. Dieser Vorgang beginnt in der Pubertät. Er läuft dann das ganze Leben eines Mannes weiter. Alles findet in den Hodenkanälchen statt. Diese heißen auch Tubuli seminiferi. Hier verwandeln sich einfache Stammzellen nach und nach in fertige Spermien. So Leute, von der Definition kommen wir jetzt zu den Details. Die Phasen der Spermatogenese stehen an. Die Spermatogenese läuft in 3 Hauptphasen ab. Jede Phase hat ihre eigenen Zellen und Aufgaben. Die erste Phase heißt Vermehrungsphase. Hier teilen sich die Spermatogonien durch Mitose. Spermatogonien sind die Stammzellen dieses Prozesses. Sie haben die volle Anzahl an Chromosomen, also 46, und jede Zelle enthält 2 Kopien der DNA. Es gibt 2 Typen von Spermatogonien. Typ A teilt sich durch Mitose und sorgt dafür, dass immer genug Stammzellen vorhanden sind. Typ B macht den nächsten Schritt und entwickelt sich zu primären Spermatozyten. Die zweite Phase ist die Reifungsphase. Hier passiert die Meiose, ein entscheidender Prozess. Primäre Spermatozyten haben 46 Chromosomen und 4 DNA-Kopien, weil die Chromosomen schon verdoppelt sind. Diese DNA-Stränge sind übrigens dasselbe wie die Chromatiden. In der ersten Meiose teilen sie sich. Dabei trennen sich die Chromosomenpaare. So entstehen sekundäre Spermatozyten. Diese haben nur noch 23 Chromosomen, aber jedes Chromosom besteht noch aus 2 DNA-Strängen, also 2 Chromatiden. Danach kommt die zweite Meiose. Hier trennen sich die DNA-Stränge der Chromosomen, also die Chromatiden. Am Ende dieser Teilung entstehen Spermatiden. Jede Spermatide hat 23 Chromosomen mit jeweils einem DNA-Strang. Die Meiose halbiert also die Chromosomenzahl von 46 auf 23. Das Ergebnis sind 4 Zellen, die später zu Gameten werden. Die dritte Phase ist die Differenzierungsphase. Sie wird auch Spermiogenese genannt. Hier verwandeln sich die Spermatiden in fertige Spermien. Die Zellen bekommen einen Schwanz für die Bewegung. Ihr Zellkern wird kompakter. Am Ende stehen 4 funktionsfähige Spermien bereit, jede mit 23 Chromosomen. Diese Gameten sind startklar für die Befruchtung. Okay, die Phasen haben wir gecheckt. Was kommt jetzt? Genau, die Spermiogenese. Wie bereits erwähnt, ist die Spermiogenese der letzte Schritt der Spermatogenese. Spermatiden werden hier zu reifen Spermien. Es gibt wichtige Veränderungen in diesem Prozess. Der Zellkern verdichtet sich stark. Der Golgi-Apparat formt das Akrosom. Mitochondrien sammeln sich im Mittelstück für Energie. Ein Flagellum wächst als Schwanz für die Bewegung. Das Akrosom ist eine Kappe auf dem Spermienkopf. Sie ist voller Enzyme. Bei der Befruchtung setzt das Spermium diese Enzyme frei. Das nennt man die Akrosomenreaktion. Die Enzyme durchdringen die Zona pellucida der Eizelle. So kann das Spermium mit der Eizelle verschmelzen. Dadurch passiert die Befruchtung. Dieses Bild illustriert den Prozess der Befruchtung bei Tieren in mehreren Schritten. Im ersten Schritt kommt das Spermium mit der Eizelle in Kontakt, um den Befruchtungsprozess einzuleiten. Danach reagiert das Akrosom des Spermiums, eine spezielle Struktur an der Spitze, mit der Zona pellucida, der schützenden Schicht um die Eizelle. Das Akrosom setzt hydrolytische Enzyme frei, die die Zona pellucida abbauen, um den Weg für das Spermium freizumachen. Der Perivitelleinraum, der sich zwischen der Zona pellucida und der Plasmamembran der Eizelle befindet, wird nun sichtbar. Das Spermium bindet sich mit Hilfe von Proteinrezeptoren an der Oberfläche der Eizelle, um eine feste Verbindung herzustellen. Im nächsten Schritt verschmelzen die Plasmamembranen des Spermiums und der Eizelle, wodurch der Zugang zum Inneren der Eizelle ermöglicht wird. Der Kern des Spermiums dringt schließlich in das Zytoplasma der Eizelle ein, um die genetische Information zu übertragen. Abschließend verschmelzen die kortikalen Granula der Eizelle mit der Plasmamembran, was die Vitelleinschicht undurchlässig für weitere Spermien macht.
Dieser letzte Schritt verhindert eine Mehrfachbefruchtung und sichert den Erfolg des Prozesses. Hey, das mit der Spermiogenese war spannend, oder? Aber jetzt wird's vergleichend. Wir schauen auf den Unterschied zur Ugenese. Die Spermatogenese unterscheidet sich von der Ugenese in mehreren Punkten. Bei der Spermatogenese läuft die Produktion ab der Pubertät bis ins hohe Alter. Bei der Ugenese ist alles schon vor der Geburt festgelegt. Sie endet mit der Menopause. Der Ort für die Spermatogenese sind die Hodenkanälchen. Bei der Ugenese sind es die Ovarien. Am Ende der Meiose entstehen bei der Spermatogenese 4 funktionierende Spermien. Bei der Ugenese wird nur eine Eizelle gebildet. Die anderen Zellen werden Polkörperchen. Hormone wie Testosteron, FSH und LH steuern die Spermatogenese. Bei der Ugenese sind es Östrogen, Progesteron, FSH und LH. So, die Unterschiede sind klar. Was ist noch wichtig? Richtig, die Zellen. Sertolizellen sitzen in den Hodenkanälchen. Sie unterstützen die Entwicklung der Spermien. Diese Zellen ernähren die wachsenden Spermien. Sie schützen sie auch. Die Bluthodenschranke hält das Immunsystem fern. So greift es die unreifen Spermien nicht an. Sertolizellen produzieren außerdem Inhibin. Das reguliert die FSH-Produktion. Leidigzellen liegen zwischen den Hodenkanälchen. Sie befinden sich im interstitiellen Gewebe. Diese Zellen produzieren Testosteron. Das passiert, wenn LH sie anregt. Testosteron fördert die Spermatogenese. Es hilft auch bei der Entwicklung männlicher Merkmale. Wir haben die Zellen bereits besprochen, aber ein wichtiger Aspekt fehlt noch. Die Hormone, die eine zentrale Rolle spielen. Die Spermatogenese, also die Bildung der Spermien, wird durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Hormone präzise gesteuert. Zunächst setzt der Hypothalamus, ein Bereich im Gehirn, das sogenannte Gonadotropin-Releasing-Hormon frei, das auch als GnRH bekannt ist. Dieses Hormon gibt den Startschuss für die hormonelle Kette. Im Anschluss daran wird die Hypophyse, eine kleine Drüse im Gehirn, angeregt, 2 weitere Hormone zu produzieren. Das follikelstimulierende Hormon, kurz FSH, und das luteinisierende Hormon, abgekürzt als LH. Das luteinisierende Hormon oder LH hat die Aufgabe, die Leidigzellen in den Hoden zu stimulieren, die daraufhin Testosteron produzieren. Ein Schlüsselhormon für die männliche Fortpflanzung und die Entwicklung sekundärer Geschlechtsmerkmale. Das follikelstimulierende Hormon oder FSH hingegen wirkt auf die Sertolizellen, die in den Hoden eine unterstützende Rolle spielen, indem sie die Spermien während ihrer Entwicklung nähren und schützen. Die Sertolizellen sind somit Essenziel für den reibungslosen Ablauf der Spermatogenese. Testosteron selbst spielt nicht nur eine Rolle bei der Spermienproduktion, sondern ist auch an einem Regulierungsmechanismus beteiligt. Es sorgt für eine negative Rückkopplung, indem es die Freisetzung von GnRH im Hypothalamus und LH in der Hypophyse hemmt. Dieser Feedback-Mechanismus stellt sicher, dass die Hormonspiegel im Gleichgewicht bleiben und die Spermienproduktion nicht übermäßig angeregt wird. So wird ein harmonisches Zusammenspiel der Hormone gewährleistet, das die Spermatogenese effizient und kontrolliert ablaufen lässt. Okay, die männlichen Hormone sind durch. Aber wie läuft es bei den Frauen? Das checken wir jetzt. Die hormonelle Steuerung bei Männern unterscheidet sich von der bei Frauen. Bei Männern läuft die Hormonproduktion durchgehend. Bei Frauen ist sie zyklisch. Sie folgt dem Menstruationszyklus. FSH unterstützt bei Männern die Sertolizellen. Das fördert die Spermatogenese. Bei Frauen sorgt FSH für die Follikelreifung. LH regt bei Männern die Leidigzellen an. Das führt zu Testosteron. Bei Frauen löst LH den Eisprung aus. Testosteron treibt bei Männern die Spermatogenese voran. Bei Frauen fördert Östrogen die Follikelreifung. Die negative Rückkopplung bei Männern kommt durch Testosteron. Es dämpft GnRH, LH und FSH. Bei Frauen steuern Östrogen und Progesteron die Zyklusphasen. Ich hoffe, euch hat die Reise durch die Spermatogenese und die Welt in der Embryologie genauso begeistert wie mich. Und der wichtigste Tipp: Abonniert den Kanal Romimed und aktiviert die Glocke, damit ihr kein neues Abenteuer verpasst. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Ich freue mich riesig, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann, tschüss.